Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Update-Video begrüßen, denn ihr seht es auf dem Tisch. Wir werfen heute einen Blick auf die brandneue, aktualisierte TTI Combat Master aus dem Hause Begadi bzw. Army Armament. Das Video von damals habt ihr vielleicht einmal gesehen, das Review ist mittlerweile auch schon wieder 2-3 Jahre einmal her. Und das Modell hatte so ein paar kleine Schwachstellen, war zwar vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut, aber die Internals halt komplett aus Zink gefertigt, nichts Besonderes, aber halt relativ günstig. So, und jetzt hat eben Begadi das Ganze in Zusammenarbeit mit Army Armament komplett überarbeitet oder geupdatet und jetzt bekommt man für 199 € ein deutlich besseres Modell. Zum Beispiel die Internals sind komplett aus Stahl gefertigt. Es ist ein Edelstahlventil drin, eine neue Nozzle ist drin verbaut, besseres Hopper-Bucking ist drin verbaut. Und ebenfalls die Original-Markings wurden nochmal erweitert, dass eben jetzt auch STI und dieses 2011 einmal auf dem Griffstück drauf gelasert ist. Also hier nochmal überarbeitet. Und abgerundet wird das Ganze auch mit einem sehr, sehr schönen Lieferumfang. Also Leute, schauen wir uns das Ding im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir auch dieses Update-Video zunächst einmal mit dem aktualisierten Lieferumfang und mit den technischen Daten. So, ihr habt es gerade schon gesehen vor dem Intro, die neue TTI oder auch die anderen neuen Army-Kniften, die es eben geben wird, kommen alle jetzt in so einem gepolsterten Pistolenkoffer. Bereits hier, also out of the box, wird das Ganze im Koffer geliefert, innen drin schön mit Schaumstoff, vorm Schaumstoff Pistole, Zubehör, liegt alles einmal schön sauber drin. Und natürlich könnt ihr hier problemlos ein Vorhängeschloss einmal montieren. Dementsprechend eben jetzt das Ganze bereits im Koffer geliefert, finde ich schon mal gut. Ebenfalls selbstverständlich im Koffer enthalten eure TTI Combat Master, dann das Standard High Kappa Magazin, was ihr schon kennt, da hat sich auch nichts geändert, bis auf das neue Ventil da hinten drin. Auch wieder mit dem Magazinboden mit TTI Logo einmal drauf, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Standard Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen wie bei der alten Version auch, also hier nicht nochmal aktualisiert, ist in Ordnung für einen Einsteiger. Mal kurz reingucken, wird erklärt, wie das Gas befüllt, wie das Magazin lade mit BBs, wieder repetiert, wie das Hop-Up einstellt, ist also in Ordnung. So, und dann sehr viel Zubehör. So, zunächst einmal der Outer, also meine Version damals, hatte noch kein Gewinde. Dann gab es ja eine zweite Generation oder sowas, die hatte dann eins. Hier jetzt auf jeden Fall ein Outer oder ein Rohr mit Gewinde, 12 mm CCW, also counterclockwise. Und entsprechend habt ihr aber auch im Lieferumfang direkt gleich einen kleinen Adapter mit dabei von 12 mm CCW auf 14 mm CCW. Bedeutet, ihr könnt problemlos out of the box Schalldämpfer, Attrappen oder Tracer einmal vorne dran montieren. Hier wie gesagt direkt gleich ein kleiner Adapter mit so einer Gewindeschutzkappe enthalten. Was ebenfalls wieder sehr schön ist, Army packt uns hier bei der Backup direkt so einen kleinen Wartungsbeutel oder Ersatzteilbeutel mit dazu. Bedeutet, sollte euch vielleicht mal das Magazin runterfallen oder mal undicht werden, braucht ihr natürlich immer gewisse Ersatzteile. So, und hier ist eben schön, da ist so ein kleines Päckchen dabei. Und hier drin ist enthalten einmal der Magazinboden, zweimal das Einfüllventil unten, also falls das mal undicht wird, zweimal enthalten. Dann der Follower ist mit drin, also hier oben quasi, wenn der mal irgendwie mal abbrechen sollte oder halt kaputt geht. Und ebenfalls die Magazinlippen oben sind ebenfalls im Päckchen nochmal enthalten. So, und zusätzlich oder als letztes ebenfalls die Magazindichtung, die Bodendichtung unten drin, diese eckige, die ist ebenfalls nochmal als Ersatzteil oder als Spare enthalten. Und das finde ich einfach gut. Jetzt nehmen wir mal an, euch wird das Ding irgendwann mal undicht. Natürlich, wir können jetzt hergehen, ein bisschen PTFE-Band, ein bisschen Teflonband, ein bisschen Fett drauf schmieren. Dann bekommt man die Magazine immer wieder dicht. Aber irgendwann wird der Punkt erreicht sein, wo einfach die Dichtung unten einfach verschlissen ist. Man bekommt es nicht mehr dicht oder das Ventil unten vielleicht irgendwann mal kaputt geht. Einfach hier Beutel raus aus dem Koffer, direkt gleich Ersatzteile mit dabei, finde ich einfach super. So, und was jetzt ebenfalls noch beiliegt, das ist ein Ersatz-O-Ring bzw. ein, wie nenne ich das jetzt, ein austauschbarer O-Ring für den Pistonhead. Wie vorhin schon angesprochen vielleicht, hier ist ein CNC-gefertigter Pistonhead drin aus Aluminium mit Ventilation. Und da ist standardmäßig ein weicher O-Ring drauf, der müsste geschätzt
70 Shore ungefähr haben. Und Begadi legt jetzt hier nochmal einen dazu mit 90 Shore. Also der ist ein bisschen härter wie der O-Ring, welcher standardmäßig installiert ist. Bedeutet, betreibt ihr das Ding jetzt im Hochsommer mit einem sehr, sehr starken Gas, habt ihr natürlich auch einen deutlich höheren Druck im Magazin. Und dann kann es passieren, dass vielleicht der weiche O-Ring für den hohen Druck zu weich ist. Bedeutet, den kann es euch vielleicht runterziehen oder er kann nicht mehr sauber arbeiten. Dann könnt ihr einfach hergehen und könnt einfach den härteren installieren. Finde ich also gut, hier mitgedacht für unterschiedliche Gassorten, je nachdem ein mittlerer Bereich oder Hochdruckbereich, unterschiedliche O-Ringe einmal enthalten. Und der weiche ist eben standardmäßig verbaut. So, und jetzt seht ihr eben hier drüben nochmal 2 kleine Päckchen liegen. Und diese sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs, waren aber im Karton bei mir enthalten. So, und die finde ich jetzt bei Begadi leider aktuell noch nicht im Shop drin. Ich gehe mal davon aus, die werden auch die kommenden Tage irgendwann mal online gehen. So, hier war zunächst mal enthalten ein erweiterter Schlittenfanghebel. Und das feiere ich ein kleines bisschen, den habe ich jetzt schon montiert. Bedeutet, standardmäßig habt ihr ganz normal Standard Verschlussfang- oder Schlittenfanghebel auf der Seite dran. Und vielleicht könnt ihr es bereits einmal erkennen. Ich habe jetzt hier bereits diesen erweiterten oder diesen längeren, der eben dabei war, den habe ich jetzt hier seitlich bereits einmal montiert. Bedeutet, ich komme jetzt wunderbar mit dem Daumen hier oben einmal an den Verschlussfang bzw. an den Schlittenfang hin. Wie gesagt, standardmäßig ist ein ganz normaler installiert. Wenn ihr jetzt so einen kurzen Knubbeldaumen habt wie ich und da nicht hinkommt, dann gibt es eben jetzt hier die Möglichkeit, einen längeren direkt zu verbauen. Das zeige ich euch später nochmal im Detail in der Nahaufnahme. So, und was jetzt ebenfalls nochmal in dem Karton enthalten war, was auch leider nicht Bestandteil des Lieferumfangs ist, das ist eine RMR-Montageplatten. Bedeutet, wenn ihr ein Leuchtpunktvisier auf der TTI hinten verbauen wollt, sei es jetzt ein RMR oder ein Doktor, dann habt ihr hier eben die Möglichkeit, nochmal so eine kleine RMR-Montageplatte ebenfalls nochmal dazu zu kaufen und da hinten eben ein Leuchtpunktvisier zu montieren. Auch dies werde ich euch später in der Nahaufnahme einmal zeigen. So, von der technischen Seite hat sich grundlegend natürlich nichts verändert. Gewicht vom Magazin, Gewicht, Knifte ist alles gleich geblieben. Lauf hat sich verändert. Es war früher noch ein, ich glaube, ein 604 oder 605. Jetzt ist ein ganz normaler GBB-Lauf mit 6,03 mm. Also auch hier vom Innendurchmesser nochmal ein kleines bisschen enger geworden und kann man als Tuning-Lauf bezeichnen letztendlich. So, ebenfalls Hop-Up-System sprechen wir später an, wurde ebenfalls überarbeitet, die Internals, und von der Energie her ist sie jetzt im Vergleich zu der Vorgängerversion ein kleines bisschen spielfeldfreundlicher. Bedeutet, die alte Version konnte mit dem entsprechenden Gas problemlos 1,2, 1,3 Joule einmal rausdrücken. Und das dürfen wir natürlich auf den meisten Spielfeldern entsprechend nicht verwenden. Da muss man immer ein etwas schwächeres Gas nehmen. Jetzt hier bei der Version ist eben ein Edelstahlventil drin verbaut von Begadi, so ein, wie nennen sie das, High Efficiency oder so ein Effizienzventil, kennt ihr auch von WE zum Beispiel von Begadi. Und hier drückt das Ding jetzt standardmäßig ein bisschen weniger, also die sauberen 0,9 bis 1 Joule. Auch das habe ich selbstverständlich für euch wieder nachgekront mit unterschiedlichen Gassorten.
Oh, da ist ein Fehler drin. Schussnummer 17 und 18 wurde einmal vielleicht ein bisschen austretendes Gas gemessen und nicht die BB. Ja, das wäre ein kleines bisschen viel, 314 Meter die Sekunde. System läuft sehr, sehr schwach. Also auch hier hat es ProTech für meinen Geschmack ein kleines bisschen zu wenig Druck drauf. Also wenn es kalt ist, auch hier würde ich eher einmal zu Redgas tendieren. Somit haken wir einmal den Chrono- und den Cooldown-Test ab. Lasst uns auch hier wieder kurz im Detail darauf eingehen. Zunächst mal, ich persönlich empfand für dieses Modell das Nimrod Red Gas als etwas besser geeignet. Natürlich, es kommt auch immer auf die Außentemperatur an, wie warm ist es draußen, wie warm ist euer Magazin, hat man bei jeder Gaswaffe. Aber das ProTech Gas ist, sage ich mal, ab 20 Grad aufwärts ist es vielleicht gut geeignet, baut aber gerade für den Verschluss und wenn ihr vielleicht sogar noch ein RMR oben drauf packt, ist es fast ein bisschen zu schwach. Wie gesagt, wollt ihr einfach jetzt gerade im Herbst reinspielen, 10 Grad draußen, 50 Grad draußen oder vielleicht sogar kühler, dann würde ich definitiv einmal das Nimrod Red Gas verwenden. Und falls jetzt jemand denkt, ja, oh, das baut ja so viel Druck auf, das ist ja so ein starkes Gas, das macht ja alles kaputt. Was soll denn darin kaputt gehen? Bedeutet, es ist eine verstärkte Nozzle drin aus Polyamid-Kunststoff, es ist ein Alu-Pistenhead drin, es sind Stahl-Internals drin, es ist ein Edelstahlventil drin. Also ja, wenn ihr da bei kühleren Temperaturen mal ein Red Gas verwendet, da passiert nichts. Also gerne mal verwenden. Wie gesagt, auch von der Effizienz her war das ProTech etwas besser, das Nimrod etwas besser. Bedeutet, Begadi schreibt bei sich auf der Webseite bis zu 80 Schuss. Und ich gehe davon aus, das wurde halt mit ihrem ProTech-Gas einmal getestet. Mit dem Nimrod, mit dem Red, konnte ich sogar bis zu 86 Schuss raushauen. Und das Ganze natürlich mit einer Sekunde Pause je Schuss. Wenn ihr natürlich schneller triggert, geht die Effizienz ein bisschen runter. Triggert ihr langsamer oder gebt mal 5 Schuss ab und packt die Backup dann wieder ins Holster rein, dann bekommt ihr auch ein bisschen mehr Schuss raus. Dann kann es auch sein, dass ihr mit dem Red Gas vielleicht sogar 90 Schuss rausbekommt. Also hier, wie gesagt, auch hier fand ich das Red Gas als etwas besser von der Performance in dieser TTI Combat Master. So, dann lasst uns über das Hop-Up sprechen. Hier verbaut Begadi out of the box ihr GBB5 Bucking, also so ein grünes 50 Short GBB Bucking. Und dieses eignet sich hervorragend für schwere BBs. Aber ein Punkt ganz wichtig beachten, mir war es in diesem Modell out of the box nicht möglich, 0,2 Gramm BBs zu verwenden. Bedeutet, selbst in Nullstellung, egal mit welchem Gas, sind diese immer ein bisschen nach oben weggezogen. Also immer ein Überhop drin bei 0,2. Erst bei 0,25 Gramm und im besten Fall 0,28 Gramm waren die Schussergebnisse hervorragend. Also kerzengerade Flugbahn, absolut null Ausreißer, links, rechts oder sowas. 50 Meter funktioniert super, aber nicht mit leichten BBs. Also wie gesagt, am besten 0,25 oder 0,28 Gramm BBs in dieser Backup mit diesem Hop-Up-System verwenden. Wollt ihr unbedingt 0,2 Gramm nehmen, warum auch immer, dann müsst ihr halt wahrscheinlich irgendwie Maple Leaf Bucking reinbauen oder sowas mit einer kleineren Patchfläche. Denn wie gesagt, das Bucking erzeugt vom Hop relativ viel Reibung oder einen sehr starken Magnus-Effekt. So, von den allgemeinen Informationen brauchen wir, glaube ich, heute nichts Großartiges durchsprechen. Wie gesagt, es ist letztendlich eine Standard High Kappa, wie man sie eigentlich kennt. Vielleicht habt ihr auch das alte Video damals schon gesehen zu dieser Combat Master. Lizenzmodell natürlich, aber jetzt hier eben neu bei der Version, dass eben auch das STI-Logo einmal vorhanden ist und einmal dieses 2011 hier, dieser Schriftzug. Das war leider bei der alten Version nicht der Fall. Fand ich damals ein kleines bisschen schade. Bei der WE- oder AW-Version war das eben vorhanden. So, also hier jetzt nochmal von Army quasi verbessert letztendlich, dass alle Markings wirklich drauf sind. Vom Schützen aus auf der rechten Seite natürlich TTI, vom Schützen aus auf der linken Seite TTI-Logo schön drauf, oben TTI-Logo und unten am Magazinboden natürlich auch
TTI-Logo. Also jetzt letztendlich auch die Army mit allen Markings letztendlich verfügbar. So, dann hat sich ansonsten von den Externals hat sich nichts geändert. Bedeutet natürlich, ist es weiterhin ein Standardverschluss oben drauf, der ist aus Aluminium gefertigt. Der Outer ist ebenfalls einmal komplett aus Aluminium gefertigt und auch wieder in diesem leichten Bronzeton letztendlich einmal gehalten. Da werde ich euch auch später nochmal in der Nahaufnahme darauf eingehen. Vielleicht könnt ihr es jetzt schon ein bisschen erkennen. Ich habe genau hier oben einen ganz kleinen Kratzer drin. Da reibt oben die Schraube vom Korn vorne, reibt dann ein kleines bisschen. Zeige ich euch später, könnt ihr easy fixen, wenn euch das stört, dass ihr hier Kratzer reinbekommt. Wie gesagt, ich habe jetzt ungefähr 5 bis 6 Magazine raus. Jetzt habe ich da so einen ganz, ganz kleinen Kratzer da oben drin. Aber wie gesagt, haben die meisten Backups, von daher würde ich es jetzt auch nicht kritisieren. Gewinde habe ich euch vorhin schon angesprochen. Das Modell kommt jetzt eben mit einem 12 mm CCW-Gewinde und entsprechend Schalldämpfer und Tracer eben möglich. So, dann natürlich auch das Griffstück. Das war damals schon ein Highlight und ist immer noch ein Highlight bei dieser Army Armament Version, denn das gesamte Griffstück ist natürlich handgestippelt. Bedeutet hier ein wunderschönes Stippling drauf, liegt unheimlich geil in der Hand, schön rau, schön griffig das Ganze und ist der einzige Hersteller, der mir bekannt ist im Airsoft-Bereich, der eben das Stippling wirklich per Hand aufbringt. Also nicht maschinell, sondern hockt wirklich jemand dran und macht euch dieses Stippling da rein. Vielleicht mit einem Lötkolben oder mit irgendeinem anderen Werkzeug, finde ich einfach klasse. Und dementsprechend habt ihr auch immer, auch wenn ihr euch 2 Stück kauft, werdet ihr immer einen gewissen Unterschied bei diesem Stippling sehen. Denn hier gleicht keine der anderen. Also jede ist letztendlich einzigartig. Und das werden wir eben auch nächste Woche uns mal bei diesen Glocks anschauen, denn auch diese wurden einmal handgestippelt. Sowas feiere ich einfach. Das wirkt einfach qualitativ mega, mega hochwertig und sexy. Das ist bei WE und bei AW leider nicht so schön umgesetzt. So, und dann eben die Aktualisierung, dass jetzt die gesamten Internals komplett aus Stahl sind. Bedeutet hier zum Beispiel der Hammer hinten war früher noch einmal aus Zinkguss gefertigt, habe ich euch damals angesprochen. Ich habe meinen direkt ausgetauscht. Ich habe mir damals einen Coco High Kappa Hammer rein aus Stahl. Denn hier konnte es sogar vorkommen, habe ich gelesen, dass diese Zinkhammer bei zu viel Gasdruck konnten die nach einer Zeit einmal brechen. So, und hier eben jetzt ein überarbeitetes Modell und alle Internals, also nicht nur der Hammer, sondern auch der Disconnector innen drin, der Locker, der Firing Pin, seht ihr später natürlich im Detail, sind hier vollständig komplett aus Stahl gefertigt. Und das für doch einen relativ geringen Aufpreis, muss man sagen. Also auch hier in der TTI ebenfalls jetzt Stahlteile drin verbaut. Der nächste Punkt, das hatte ich bei meiner ersten Version leider auch ein großes Problem hinten drauf mit der Kimme. Die hat am Anfang, wo das Modell neu war, hat die wunderbar drauf gesessen, wunderbar befestigt, keine Probleme. Hat man jetzt aber wirklich mal 10, 20 Magazine durchgedrückt durch das Ding, dann konnte die sich ein kleines bisschen lockern. Also die hat angefangen, da hinten drauf ein bisschen zu wackeln. Die wurde letztendlich bei der alten Version nur über dieses Klemmsystem mit dem Schlitten oder mit dem Verschluss einmal verbunden. Wurde also nur reingesteckt und von unten mit dem Housing geklemmt. Bei der neuen Version ist jetzt die Kimme von innen drin nochmal mit einer Schraube mit dem Housing verbunden. Also auch hier das Ganze seitens Army nochmal verbessert. Ebenfalls die Flügelsicherung auf der Seite, natürlich kennt ihr Standard, vom Schützen aus links oder rechts hochdrücken. Auch diese lief bei der alten Version relativ leichtgängig. Also da hatte er nicht so ein definiertes Klicken einmal drin, sondern die war sehr, sehr schwammig. Und da konnte es sogar passieren, dass beim Schießen, dass ihr dann aus Versehen in die Sicherung reingefahren seid. Auch das wurde ein kleines bisschen überarbeitet. Bedeutet, ihr habt jetzt ein deutlich schöneres und definierteres Klicken einmal in der Flügelsicherung vorhanden. Die Handballensicherung hinten ist selbstverständlich einmal identisch geblieben. Bedeutet, ihr müsst dann natürlich ganz normal reindrücken zum Schießen oder vorm Schießen, bevor ihr natürlich einen Schuss abgeben könnt. Aber das ist letztendlich Standard, wie bei allen anderen. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns das System mal ganz kurz an. Ein bisschen Gas müsste ich noch drin haben. BBs sind keine drin, also vollständig einmal leer. Und hier ist jetzt noch vom Kronen noch ein kleines bisschen Red Gas drin. So, und jetzt hört und schaut euch das Ding mal an. Oh, jetzt wird schon leer. Okay, viel Gas war nicht mehr drin. Aber ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, das System läuft wirklich hervorragend. Absolut kein Flüssiggas irgendwie, was euch
oben aus dem Auswurf irgendwie rausspritzt oder sowas. Das System läuft schnell, sie wird nicht unheimlich schnell irgendwie träge und müde, obwohl es ein relativ schwerer Verschluss oben drauf ist. Läuft wunderbar. Und wie gesagt, mit dem Red Gas, wenn ihr das verwendet, da habt ihr halt auch einen entsprechenden Kick drauf. Das knallt dann schon recht ordentlich. Also hier können wir gar nicht schimpfen. Wie gesagt, dichtet hervorragend alles ab. Übergang Rotor zu Nozzle, Pistenhead hinten drin, Übergang Nozzle zum Hopper-Bucking. Absolut keine Probleme. Und dementsprechend wahrscheinlich auch die Effizienz, ja, relativ gut, muss man sagen. Da einfach alles einmal sauber abdichtet. Anschließend würde ich sagen, wir machen auch heute noch ein paar Nahaufnahmen, auch wenn ich mir das Ganze eigentlich sparen könnte. Denn wie gesagt, es ist letztendlich nur ein Update-Video. Aber gerade für die Zuschauer, welche jetzt eben das alte Modell nicht kennen oder nicht kannten, hier einfach noch mal ein paar Nahaufnahmen, dass ihr euch das Ganze mal im Detail anschauen könnt. Und von der Verarbeitungsqualität, von der Beschichtung, von den Toleranzen ist hier absolut kein Unterschied, ob ihr euch jetzt hier eine KJW kauft, ob ihr euch eine WE-AW kauft oder ob ihr euch eine Army kauft. Die sind von der Qualität und vom Material exakt identisch. Also hier ist wirklich absolut kein Unterschied mehr irgendwie wahrzunehmen. Auch der gesamte Verschluss sitzt hervorragend drauf. Der sitzt sogar teilweise ein bisschen besser wie bei manch anderen. Bedeutet, wenn der da mal herschaut, der hat eigentlich, wenn man hier versucht zu wackeln, so gut wie gar kein Spiel irgendwie auf den Führungen, läuft aber dennoch tadellos. Also hier richtig butterweich, schön smooth das Ganze beim Repetieren, kein Kratzen oder sowas drin, kein Haken drin. Das ganze System läuft einfach butterweich, so wie man sich das wünscht. Und wie gesagt, das ist einfach von der Qualität oder von den Toleranzen ist es einfach hervorragend. Und was ich eben so feiere, hier könnt ihr euch jetzt eben im Detail mal noch dieses handgearbeitete Stippling am Griffstück anschauen. Das ist halt wirklich, also sowas feiere ich einfach. Das macht das Modell irgendwie mal ein bisschen zu was Besonderem. Also nicht so eine High-Kappa von der Stange, sondern einfach, wie gesagt, einfach mal ein bisschen was Besonderes, so ein schönes Stippling. Und der Kunststoff ist, wie gesagt, hier natürlich Standard High-Kappa-System, bedeutet, unteres Griffstück ist aus Polyamid-Kunststoff. Der Frame letztendlich ist dann ganz normal aus so einer Aluminium-Zink-Legierung oder sowas gefertigt, wie letztendlich bei jeder anderen High-Kappa auch. Aber wie gesagt, auch hier Polyamid-Kunststoff verwendet, kein irgendwie ABS, und es ist von der Qualität einfach schön. Von den Bedienelementen, das habe ich euch vorhin schon mal kurz angesprochen im Lieferumfang. Hier seht ihr jetzt eben, da habe ich jetzt diesen optionalen Verschluss bzw. Schlittenfanghebel einmal ran montiert. Das zeige ich euch dann gleich im Anschluss einmal. Das Teil, den finde ich eben auch noch sehr, sehr gut, denn gerade bei High-Kappas, die sind wirklich sehr, sehr groß, oder was heißt sehr groß, so eine Diegel natürlich nicht, aber ein bisschen größer, und wenn man einfach einen relativ kurzen Daumen hat, dann kommt man hier nicht immer an diesen Verschlussfanghebel einmal hin. Und dementsprechend finde ich es jetzt eben auch super, dass es eben für diese TTI oder allgemein für diese Army High-Kappa-Serie, dass es hier jetzt eben so einen erweiterten bzw. so einen langen Schlittenfanghebel gibt. Und da kommt man halt dann wirklich wunderbar und problemlos auch mit einem kurzen Gerät einmal problemlos ran, also mit einem kurzen Daumen. Wie gesagt, wirklich, wirklich klasse Sicherung, habe ich euch dann vorhin schon mal gezeigt. Bedeutet auch hier ein bisschen straffer oder ein bisschen direkter die Flügelsicherung wie noch bei der alten Version. Bedeutet, das Modell läuft euch nicht irgendwie aus Versehen mal in die Sicherung rein. Das war auch bei der alten Version, war das ein bisschen lasch das Ganze. Also hier jetzt schon um einiges direkter und ein richtig schönes Klicken letztendlich in der Sicherung drin. Das Ganze natürlich vom Schützen aus links wie auch rechts einmal nutzbar, die Sicherung letztendlich. So, der letzte Punkt, das zeige ich euch dann aber auch noch mal kurz im Detail, wenn wir von oben mal drauf schauen. Hier eben ganz normal, wie man es gewohnt ist, die Kimme hinten drauf, vorne einmal, die Kimme, vorne S-Korn mit Lichtsammler. Die Kimme natürlich über die Höhe einstellbar. Hier einmal diese Schlitzschraube drin. Kommt ein Widerstand drauf, dann könnt ihr das Ganze über Klicks in der Höhe justieren. Und wenn ihr das Ganze ganz rausschraubt und aufklappt, dann werdet ihr eben sehen, dass jetzt bei der neuen Version die ganze Kimme nochmal mit dem Housing innen drin, also mit dem Nozzle-Housing verschraubt ist. Und das war eben bei der alten Version nicht, und dadurch konnte die ganze Kimme nach ein paar Magazinen da hinten anfangen rumzuwackeln. Also auch hier deutlich optimiert, einmal die gesamte Kimme hinten drauf. Gut, den Rest können wir uns sparen. Natürlich Magazinauswurf vom Schützen aus auf der rechten Seite, wie das gewohnt seid bei der TTI, bedeutet hier ein kleines bisschen erweitert. Schöner Druckpunkt einmal, und kommt man wunderbar natürlich zum Nachladen einmal ran. Auch unten der Magazintrichter schön von der Phase her, also schön groß. Und auch wenn ihr die Dinger total krumm und scheps
reinschiebt, die sitzen immer. Also wie gesagt, auch hier dieser Magazintrichter unten aus Aluminium ist wirklich sehr, sehr gelungen, muss man sagen. Einen kleinen Punkt, wenn wir jetzt gerade das Magazin schon draußen hatten, einen kleinen Punkt. Natürlich, wir haben hier ein stinknormales Army Armament High Kappa Magazin. Das ist vollkommen in Ordnung, ist genauso wie beim Vorgänger letztendlich auch, nur hinten einmal dieses Ventil hat sich geändert. Das zeige ich euch auch später noch mal ganz kurz im Detail. Worauf ich aber jetzt hinaus möchte, natürlich im Lieferumfang der Magazinboden, der jetzt hier standardmäßig verbaut ist, der hat natürlich hier unten einmal das TTI-Logo drauf. Das finde ich geil. Aber der Magazinboden, der als Ersatz noch dabei ist, der hat das Logo nicht drauf. Das finde ich ein kleines bisschen schade. Also da hätten sie bei diesem Ersatzmagazinboden, da hätten sie gerne dieses TTI-Logo ebenfalls noch einmal auflasern müssen oder können. Denn ich weiß, gerade bei uns im Discord, viele sind einfach scharf drauf, die Magazine als TTI-Version einmal zu besitzen. Dann schauen wir uns ebenfalls einmal diesen erweiterten, optional erhältlichen Verschlussfang bzw. Slide Catch einmal an, wie es Begadi hier auf die Verpackung drauf schreibt. Und der ist eben auch schön, der passt auch wunderbar für die alten Modelle. Bedeutet, wenn ihr jetzt schon eine High Kappa von Army zu Hause habt oder wenn ihr schon eine TTI zu Hause habt, es ist wurscht, der passt problemlos einmal ran. Und das hat mich eben damals ein bisschen bei meiner gestört. Ich habe bei meiner dann letztendlich einen von KJW rein. Das hat zwar wunderbar funktioniert, aber er hat halt nicht mehr gegriffen mit den originalen Magazinen. Also war so ein bisschen halbherzig. So, und jetzt gibt es eben einen direkt von Army Armament, so einen erweiterten. Und das feiere ich ein kleines bisschen. Bedeutet, den installieren wir mal ganz kurz. Denn gerade bei den High Kappas, wer kurze Finger hat oder einen kurzen Daumen hat, das könnt ihr vergessen, da kommt er so gut wie nicht hin. Ihr seht's, also für mich langt das nicht wirklich aus. Dementsprechend habe ich halt damals eben geguckt, was für einer könnte passen und habe dann, glaube ich, einen von KJW, glaube ich, genommen. So, dann machen wir erstmal den alten raus. So, den drücken wir uns mal raus, dann machen wir den neuen einmal rein. So, auch schauen, dass wir hier korrekt einmal in der Aussparung drin sind. Zack. Ah, passt wunderbar, schaut mal. Ah, geil. Oh, ich feier's. Oh, hervorragend. Guckt mal, wunderbar. Jetzt schauen wir mal, ob das Ding auch catcht. Ah, wunderbar. Klasse. Oh, ich kann sogar schräg schießen, ohne dass er ausgast. Oh, mega. Schaut mal. Das nenne ich mal komfortabel. Hervorragend. Richtig, richtig geil. So. Ach Mensch, muss ich mir jetzt nochmal eine TTI kaufen oder was? Sexy, sehr, sehr sexy, sehr, sehr gut. Und wie gesagt, feiere ich ein bisschen, dass jetzt ebenfalls so ein erweiterter Slide Catch oder Verschlussfanghebel eben auch für die TTI einmal direkt von Army erhältlich ist. So Leute, dann ganz kurz reingeschoben, noch ein kleiner Tipp zum Thema Outer. Auch hier ist der Fall wie bei der alten Version auch, dass man natürlich auch hier ein getrenntes System hat. Bedeutet, ja, die Hop-Up-Kammer und der Outer sind voneinander getrennt und haken dann letztendlich einmal zusammen aus. So, jetzt aber wie gerade schon vielleicht angesprochen, ihr seht auch hier hat der Outer minimalst ein kleines bisschen Luft im geschlossenen Zustand. So, und ebenfalls, wenn ihr dann mal die ersten paar Magazine durch habt, dann werdet ihr ebenfalls sehen, dass ihr genau am Outer im oberen Bereich hier so eine kleine Macke reinbekommt oder so einen kleinen Kratzer. Wenn ihr das verhindern wollt und wenn ihr vielleicht den Outer auch ein kleines bisschen besser ausrichten wollt, genau an der Stelle, wo der Kratzer kommt, habt ihr oben im Schlitten den Schraubenkopf bzw. die Schraube drin, welche vorne einmal das Korn festhält. So, und genau an diesem Schraubenkopf schrabbelt letztendlich hier einmal der Outer drüber. Dementsprechend, wir pfuschen wieder ein kleines bisschen, wir nehmen ein bisschen schwarzes ISO-Band, schneiden uns da einfach ein kleines bisschen was runter, so circa 2-3 cm, machen uns da einen kleinen Radius draus und kleben uns dieses im oberen Bereich einfach über den Schraubenkopf einmal sauber drüber, damit hier eben nicht der Schraubenkopf letztendlich am Aluminium entlang schrabbeln kann. So, das riecht man noch ein wenig schön gerade aus. Von hinten vielleicht. Jetzt da. So, sieht gut aus und dann kleben wir uns das, wie gesagt, kleben wir uns das einfach hier schön innen drin
einmal auf. Ja, ich weiß, es ist Pfusch, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. So, einfach hier, wie gesagt, ein bisschen Isoband drauf und letztendlich wird jetzt der Outer ein bisschen schöner geführt vorne, hat nicht ganz so viel Luft und kratzt euch eben entsprechend nicht über diesen Schraubenkopf drüber. Und wenn ihr den Outer jetzt noch mal ein kleines bisschen fester haben wollt, ihr seht, er hat immer noch minimal ein kleines bisschen Luft, wäre es eben auch möglich, vielleicht nochmal eine Lage aufzubringen. Aber wie gesagt, übertreibt es nicht, sonst läuft das Ding natürlich alles andere als smooth. Es könnte sich auch verklemmen. Ein kleines bisschen Luft muss natürlich immer einmal vorhanden sein. Wie gesagt, hier nur ein kleiner Tipp, falls ihr euer Modell lieb habt. Dann pusht ein bisschen. So Leute, bevor es dann gleich weitergeht mit den gesamten neuen Internals oder überarbeiteten Internals, möchte ich euch ebenfalls kurz zeigen, wie ihr diese zusätzliche oder optionale RMR-Montage oder Doktor-Montage einmal auf dem Verschluss bzw. auf dem Schlitten montiert, denn das ist ein bisschen tricky, musste ich feststellen. Als allererstes müsst ihr natürlich den gesamten Schlitten einmal vom Frame bzw. vom Griffstück entfernen. Das sollte jeder hinbekommen, bedeutet seitlich Zerlegehebel, einmal in die passende Aussparung fahren, dann rausdrücken, spannen, Hahn spannen oder Hammer spannen und eben dann den Schlitten oder den Verschluss einmal nach vorne abziehen. So, dann muss einmal das gesamte, gut, ihr könnt den Outer Hop-Up-Kammer hier vorne, könnt ihr alles ganz normal verbaut lassen, müsst ihr also nicht unbedingt demontieren. Was ihr allerdings schon mal lösen müsst, ist hinten das gesamte Housing. Bedeutet hier einmal hinten das Nozzle-Housing, da habt ihr da hinten drin eine kleine Senkkopfschraube, braucht dann 2 mm Inbus und die löst ihr jetzt zunächst mal da hinten drin. So, und ebenfalls dieses Führungsteil hier, wo letztendlich einmal der Hammer dagegen läuft, das Teil ebenfalls einmal komplett entfernen. So, dann dreht den ganzen Verschluss oder Schlitten einmal um und dann löst du zunächst mal die Einstellschraube oben, hinten an der Kimme einmal. Bedeutet einmal diese große Schlitzschraube, diese ebenfalls einmal komplett lösen, dann könnt ihr das ganze Ding einmal aufklappen. So, und jetzt eben auch neu bei der Version, das war bei der alten eben auch noch nicht. Hier ist jetzt die gesamte Kimme hinten mit dem Housing zusätzlich nochmal verschraubt. Also nicht wie bei der alten einfach nur eingeklemmt sozusagen, sondern hier zusätzlich nochmal verschraubt. Und dementsprechend kann das Ding sich eben nicht lösen und nicht irgendwie locker werden oder sowas. Dementsprechend müssen wir jetzt hier eben diese kleine Kreuzschraube ebenfalls einmal lösen. Und dann muss im inneren Bereich das gesamte Housing minimals etwas abgesenkt werden. Und es geht auch, wenn quasi gesamte Hop-Up-Kammer und alles drin ist, dann zieht er einfach Hop-Up-Kammer ein bisschen nach vorne und klopft hier ganz leicht ein bisschen auf dem Tisch zum Beispiel. Ihr müsst hier das gesamte Housing nicht komplett demontieren. Es langt, wenn es minimal ein kleines bisschen abgesenkt ist. Und zwar so weit abgesenkt, bis ihr letztendlich die gesamte Kimme hinten einmal auf die Seite schieben könnt und dann nach oben abnehmen könnt. So, und wenn ihr euch jetzt da diese RMR-Platte mal anschaut, die ist zweiteilig, bedeutet, die wird im unteren Bereich, wird die jetzt dann beim Zusammenschrauben hier in diese Aussparungen einmal reingeklemmt oder reingequetscht. Bedeutet, ihr schraubt zunächst mal die Schraube hinten ein bisschen rein und dann zwar so weit, also nicht komplett, sondern so, dass ihr hier noch ein kleines bisschen so einen Abstand habt. So, und dann legt ihr das mal auf und dann schauen wir mal, ob das überhaupt noch bei mir passt oder ob ich sie vielleicht sogar noch ein bisschen weiter aufmachen muss. Ja, muss noch ein kleines bisschen weiter öffnen. Bedeutet, falscher Schraubendreher. Wo ist der richtige hier? Falscher Inbus. Schrauben wir die noch ein kleines bisschen weiter raus. Und übrigens, da ist im Lieferumfang ist da auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls nochmal so eine Art Mutter dabei. Die ist mir gerade irgendwo auf den Boden gefallen. Die finde ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Muss ich nochmal gucken. So, auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen öffnen. Und dann schaut ihr mal, dass ihr das Ganze auf der einen Seite einmal arretiert. Bedeutet einmal aufsetzen und dann mit Schmackes einmal rüberpressen. Wirklich mit Schmackes. Das muss richtig Press einmal drin sitzen. So, und jetzt dreht ihr das Ganze einmal um. Oder so, dass er halt hinkommt. So, und dann schraubt ihr die gegenüberliegende Seite. Die schraubt ihr jetzt einfach einmal dagegen. Bedeutet, ihr haltet das Ganze ein kleines bisschen auf Spannung und schraubt dann letztendlich die Schraube hier einmal rein. Und ob man jetzt einmal diese Mutter da braucht, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich glaube, die braucht man nicht wirklich. So, und dann merkt ihr schon, jetzt wird es hier schwer. Bedeutet, ihr quetscht das Ganze wirklich mit Schmackes einmal zusammen. Schaut aber beim Schrauben immer, dass alles einmal schön plan und sauber aufliegt. Seht ihr? Das muss richtig schön einmal aufliegen.
Und sollte das Ganze hier in diese Aussparung aufs erste Mal nicht arretieren, dann nehmt ihr einen Schonhammer oder einen Holzschraubendreher, legt das Ding so rum auf den Tisch und klopft hier ganz leicht ein bisschen drauf. Also bei der ersten Montage, wo ich das erste Mal drauf geknallt habe, hat die nicht ganz so gut, also ist nicht gleich sofort reingegangen. So, und dann sitzt das Ding eben da hinten einmal drauf. Dann nehmen wir einmal unser RMR oder unser Doktor einmal her. Dann nehme ich jetzt einfach so ein AIM-O oder was das einmal ist. Und dann können wir das Ganze eben direkt jetzt auf der Platte entsprechend verschrauben. Und wie gesagt, die Lochabstände, da brauche ich sogar ein bisschen längere Schrauben. Da habe ich noch welche. Das müssten dann die hier sein. Da müsst ihr auch immer gucken, je nachdem, was für ein RMR ihr habt, braucht ihr unterschiedliche Schraubenlängen. Wie gesagt, ganz normale M3 Senkkopf. So, und dann knallen wir das da einmal drauf, ziehen es schön handfest zu. Nicht übertreiben, ihr müsst die Gewinde nicht kaputt reißen. Schön handfest zu. Und voilà, habt ihr da hinten drauf jetzt letztendlich einmal so ein RMR drauf montiert. Und wie gesagt, das hält dann letztendlich, hält es dann hier innen drin nur über so eine Quetschung oder über so eine Klemmung. Wird hier also nicht nochmal separat mit dem Nozzle Housing letztendlich einmal verschraubt. So, und dann kannst du ganz normal wieder montieren, bedeutet Nozzle Housing rein, da hinten diesen Anschlag da einmal rein und eben wieder festziehen das Ganze. So, und dann habt ihr das RMR einmal darauf montiert. Schauen wir uns nun einmal die ganzen Komponenten einmal kurz im Detail an. Wie gesagt, ich werde mich ein kleines bisschen beeilen, denn natürlich den Aufbau von so einer Hi-Kappa und auch die TTI an sich haben wir ja schon mal durchgesprochen. Dementsprechend, wie gesagt, beeilen wir uns einfach ein kleines bisschen. So, der Schlitten bzw. der Verschluss ist meiner Meinung nach gleich geblieben. Da hat sich nichts dran geändert. Müsste weiterhin natürlich ganz normal im Die-Cast-Verfahren gefertigt sein, wie bei jedem anderen Hersteller auch. Und dann aber das Design außen, das müsste dann mit der Fräse einmal gemacht worden sein. Also so ein Grundprofil quasi aus dem Guss, wie üblich. Und dann einfach letztendlich mit der Fräse einmal rundherum ein bisschen so diese Konturen einmal reingefräst. Und das ist von der Qualität weiterhin vollkommen in Ordnung. Da können wir überhaupt nicht schimpfen. Hier keine groben Schnitzer drin, auch von der Beschichtung. Keine Platzer oder sowas. Keine Läufer. Da weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob es das bei der Beschichtung gibt. Aber auf jeden Fall von der Qualität her, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Und letztendlich exakt identisch wie bei der alten Version noch. Was man hier vielleicht noch ganz kurz ansprechen muss, selbst jetzt mit dem Aluminium-RMR hinten drauf und der Montageplatte, ist der Verschluss bzw. der Schlitten relativ leicht. Also da gibt es zum Beispiel die von KJW, die Schlitten, gerade die KP06 müsste das, glaube ich, sein, dieses ewig lange Teil da. Der ist deutlich schwerer wie der jetzt hier bei der TTI zum Beispiel. Wie gesagt, selbst mit dem RMR. Wenn ihr natürlich noch ein kleines bisschen Gas sparen wollt, ein bisschen effizienter sein möchtet, dann kauft ihr euch einen RMR aus Kunststoff. Gerade von Holy Warrior zum Beispiel, bei WGC zum Beispiel, 25 € oder 30 € mit Versand. Super Sache, und dann bekommt ihr einfach nochmal weniger Gewicht auf den Schlitten einmal drauf. So, und dann auch der Frame an sich hat sich nicht geändert, meiner Meinung nach. Also hier auch weiterhin ganz normal einmal aus Zinkguss gefertigt, wie man es auch bei der alten Version gewohnt war. Aber auch hier von der Qualität und von der Passgenauigkeit von den Bauteilen tipptopp. Also hier auch keine groben Schnitze, irgendwas drin. Es passt wunderbar und sauber alles zusammen. Und wie vorhin schon angesprochen, jetzt hier eben auf dem Frame selbst vom Schützen aus rechts die neuen Markings drauf. Das hat halt leider die alte Version nicht gehabt, STI und das 2011. Das fand ich damals ein kleines bisschen schade. Jetzt ist es halt eben einmal vorhanden. Aber wie gesagt, ansonsten hat sich hier, glaube ich, vom Frame nichts geändert. Auch das Griffstück ist identisch geblieben zu der alten Version, bedeutet auch hier weiterhin Polyamid-Kunststoff, also sehr, sehr guter Kunststoff. Und das Stippling selbstverständlich weiterhin mit der Hand von Hand gefertigt. Bedeutet, wenn ihr jetzt euch 2 Stück kaufen solltet oder wenn jetzt ein Kollege auch sich so eine TTI kauft, und ihr vergleicht das Ganze, werdet ihr feststellen, dass kein Modell dem anderen gleicht. Denn das Stippling bzw. die Struktur auf dem Griffstück ist hier eben bei Army wie bei der alten Version auch einmal mit der Hand gefertigt. Und das ist einfach qualitativ wirklich mega, mega sexy, habe ich damals schon gefeiert. Es greift sich unheimlich schön, es ist unheimlich griffig und das Ganze eben handmade. Respekt, immer noch mega, mega gut.
So, und jetzt kommen wir langsam mal zu den Bauteilen, wo eben ein paar Updates durchgeführt wurden. Beginnen wir hier zunächst einmal beim Housing und beim Nozzle Housing und bei der gesamten Nozzle. So, das Nozzle Housing selbst, da hat sich erstmal nichts geändert, bis auf eben die Fixierung oder die Arretierung für die Kimme hinten. Wie vielleicht eben schon gesehen, wird eben jetzt die Kimme hinten nochmal zusätzlich hier oben quasi mit dem Housing innen drin verschraubt. Das war ein kleines Problem bei der alten Version, das habe ich euch damals auch, glaube ich, in einem Update-Video oder in dem, weiß ich nicht, irgendwo habe ich es, glaube ich, angesprochen gehabt. Bei meiner Version, keine Ahnung, nach 20, 30 Magazinen hat hinten drauf die Kimme komplett einmal zum Wackeln angefangen. Hatte also dann auf einmal unheimlich viel Spiel hinten drauf und hat voll rumgeschwabbelt. Ich habe das Ganze dann letztendlich mit ein bisschen Isoband und Tape unten ein bisschen ausgeglichen, damit die Kimme einfach wieder ein kleines bisschen mehr Zug oder mehr Spannung drauf hatte. Eine perfekte Lösung war das aber definitiv nicht. Und hier jetzt eben bei der neuen Version ist eben jetzt hier das Ganze direkt nochmal mit dem Housing verschraubt. Dementsprechend kann das Ganze eben nicht mehr sich lösen und nicht mehr zum Wackeln einmal anfangen. Ansonsten ist das Nozzle Housing natürlich weiterhin aus Zink gefertigt, wie bei der Vorgängergeneration auch. So, jetzt haben wir aber hier einmal eine überarbeitete Nozzle. Und ich meine, die alte Nozzle war noch aus ABS und das ist jetzt eine Polyamid-Nozzle. Also die ist jetzt nicht einfach nur blauer ABS oder sowas, sondern die ist auch vom Material deutlich robuster. Bedeutet, die hat einfach deutlich mehr Zugfestigkeit, gerade wenn ihr mal da hinten schaut, wenn wir die mal zusammendrücken. Da braucht man unheimlich viel Kraft, um hier das Material quasi zusammenzudrücken zu können. Aber dennoch noch genügend Flexibilität, damit es eben auch beim hohen Druck nicht zum Reißen oder zum Brechen anfängt. Also hier auch die gesamte Nozzle nochmal überarbeitet oder verbessert vielleicht, gerade im Bezug auf den Kunststoff bzw. auf das Material. Dementsprechend, wie vorhin schon angesprochen, wenn ihr da auch mal ein Redgas reinballert, es ist wurscht. Es ist echt wurscht, das Ding funktioniert tadellos und die Nozzle macht das Ganze auch problemlos einmal mit. Auch im inneren Bereich ist das Ganze natürlich zu einem N-Pass kompatibel. Bedeutet, wenn ihr jetzt irgendwie so einen Ratech N-Pass oder euch so einen Begadi N-Pass reinmachen wollt, absolut kein Problem. Oben eine kleine Schraube raus, inneres Valve raus, N-Pass rein und fertig. Daher das Ding aber mit diesem neuen Ventil auch etwas weniger Energie out of the box bereits hat, macht so ein N-Pass auch nur wirklich Sinn, wenn man jetzt auf 0,5 oder sowas runter möchte. Ansonsten wohl eher nicht. So, und dann die nächste Besonderheit, was jetzt eben auch neu ist, da haben wir einen Begadi, ja, so ein Aluminium-Piston-Head oder so eine Nozzle-Dichtung hinten drauf. Bedeutet nicht die Original Army, wie man es von früher noch kennt, sondern hier eben das Ganze aus Aluminium mit Ventilation. Und dann habt ihr ebenfalls noch gesehen vorhin beim Lieferumfang, dass ihr zusätzlich in dem Koffer nochmal so einen zusätzlichen O-Ring drin habt für hohe Temperaturen. Und der ist im Vergleich zu dem original installierten, ist der härter. Das kennt ihr zum Beispiel auch bei den ganzen Laylegs oder 5KU Piston-Heads, wenn ihr halt solche ventilierten Piston-Heads verwendet und ihr habt zu viel Druck in der Nozzle drin oder verwendet einfach ein sehr starkes Gas oder sogar CO2, dann kann es eben bei vielen Modellen häufig passieren, dass wenn der Druck einfach zu hoch ist, dass dieser O-Ring sich nach dem Schuss, beziehungsweise wenn einfach der Verschluss ganz hinten ist, dass sich dieser O-Ring teilweise von dem Pistonhead einmal lösen kann. Und wie gesagt, das war eigentlich bis jetzt immer nur ein Problem, gerade bei CO2 oder eben wenn man jetzt ein Blackgas oder sowas verwendet. So, und hier gibt es jetzt eben die Möglichkeit, wenn ihr jetzt im Sommer spielt, sage ich mal bei, keine Ahnung, 30 Grad oder sowas, und ihr verwendet einfach ein Redgas oder ein Gas mit sehr viel Druck einfach, dann gibt es eben hier jetzt die Möglichkeit, dass ihr einfach diesen weichen O-Ring, der hier standardmäßig drauf ist, durch den harten einfach 1:1 tauschen könnt. Bedeutet, den zieht es euch dann nicht runter, würde aber mit einem schwachen Gas wiederum nicht so gut abdichten. Aber hier eben schön, dass es nochmal so einen separaten O-Ring uns beilegen und wir dementsprechend die Möglichkeit haben, je nach Temperatur oder je nachdem, wie wir unser System betreiben möchten, mit welchem Gas wir spielen möchten, eben hier mit einem separaten O-Ring einfach konfigurieren können.
Finde ich also klasse. Also gerade für Einsteiger merken, wenn ihr normales Gas verwendet, so dieses Protect-Zeug oder sowas, bei 25 Grad, dann könnt ihr das alles Standard lassen. Wenn ihr jetzt aber ein Gas verwendet mit mehr Druck, ein Red Gas oder sagen wir mal ein Black Gas und das Ganze auch noch zusätzlich bei sehr hohen Temperaturen, dann solltet ihr definitiv den härteren O-Ring einmal verwenden, denn da wird es euch vermutlich diesen weichen, der hier standardmäßig drauf ist, einmal runterziehen. Gleichzeitig aber auch wieder beachten, verwendet ihr jetzt diesen harten O-Ring mit einem schwachen Gas, dann wird dieser nicht so gut abdichten wie der weichere. Aber wie gesagt, schön für Einsteiger, vielleicht nicht ganz optimal, denn da muss man auch ein bisschen wissen, was man halt macht. Ne? Also ein Einsteiger, der das Ding jetzt einfach auspackt, der wird sich denken, cool, ein O-Ring. Jetzt hier eben die Erklärung, für was dieser einmal geeignet ist. So, also auch hier schon mal super geupdatet und ihr habt so vorhin gesehen, von der Abdichtung her absolut keine Probleme. Das Ding funktioniert tadellos. So Leute, und dann kommen wir eben zu den Bauteilen, die ich besonders feiere oder was für mich das Modell schon mal deutlich hochwertiger oder unheimlich aufwerten. Und das ist die gesamte Abzugsgruppe in der TTI. Ihr habt es vielleicht damals mitbekommen, in meiner, die ganzen inneren Bauteile, die ganzen Internals waren alle komplett die Bank weg durch aus Zinkguss gefertigt. Und wenn man dann gleichzeitig sogar noch ein starkes Gas verwendet hat, dann konnte es relativ schnell passieren, sage ich mal nach, keine Ahnung, 30, 40 Magazinen, konnte es passieren, dass der Hammer sogar einmal gebrochen ist. Bedeutet, bei manchen habe ich einmal auf Reddit gesehen, ist hier einmal der Hammer abgebrochen. Dementsprechend habe ich euch damals gesagt, ich habe in meine damals sofort einen 5KU Stahlhammer einmal eingebaut. Aber das Ding kostet halt auch irgendwie 25 €, nur der Hammer. So, und jetzt hier hat man jetzt eben in der neuen Version oder in dieser Begadi Updated Version hat man eben komplette Internals direkt aus Stahl drin verbaut und das feiere ich ein bisschen. Bedeutet nicht einfach hergegangen und wieder die gleichen, jetzt wollte ich schon sagen, den gleichen Mist. Nein, nicht einfach wieder günstig gegangen und einfach wieder den Preis runterdrücken, sondern wirklich Langlebigkeit, Haltbarkeit auch für etwas stärkere Gassorten einfach ausgelegt. Alle Internals, die Bank weg durch, komplett aus Stahl gefertigt. Und ihr seht, der Firing Pin ist komplett einmal aus Stahl. Das kann ich euch natürlich auch mit dem Magneten einmal beweisen, wenn ihr das mir nicht glaubt. Nein, ihr glaubt es mir natürlich. Ne? Hier, zack, 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 alles komplett einmal aus Stahl gefertigt. Und übrigens, dieser Locker auf der gegenüberliegenden Seite, sogar dieses kleine Mini-Bauteil, was letztendlich den Firing Pin ansteuert, selbst das hat Army in der Version einmal komplett aus Stahl gefertigt. Also wirklich Chapeau, Hut ab, das haben sie richtig, richtig geil gemacht. Und das ist jetzt eben nicht nur bei dieser TTI der Fall, sondern auch in den kommenden Tagen werde ich euch auch die neuen Glocks einmal filmen. Das sind Modelle dabei, das glaubt ihr nicht, die feiere ich unheimlich und auch da sind komplette Stahl-Internals drin. Also, wie soll ich sagen, ich finde es einfach schön, wisst ihr, wenn ihr mal vergleicht KJW, wie lang gab es denn KJW-Modelle? Immer mit Zink, immer alles Zink, 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 Zink. Es hat ewig gedauert, bis es dann irgendwann mal wieder KJW oder überarbeitete Modelle gab, wo mal Stahl drin ist. Genauso VFC, immer Zink, Zink, Zink. Erst die neueren Pistolen haben jetzt dann teilweise schon Stahlteile drin. Und sowas finde ich einfach geil, das ist haltbar, das ist super. Und selbst Army entwickelt sich jetzt weiter und verbaut ebenfalls in ihren GBBs einmal Stahl-Internals drin. Inwieweit das Ganze jetzt irgendwie nur in dieser Begadi Update-Version drin ist oder ob das jetzt allgemein in allen Army-Pistolen so verbaut wird, das weiß ich leider nicht. Bedeutet, ich habe halt jetzt die Pistole einmal auf dem Tisch, ich habe mir die Pistole angeschaut, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das jetzt direkt alle Armys out of the box bereits drin haben oder ob eben das jetzt nur bei dieser Begadi Updated-Version drin ist. Wie gesagt, das weiß ich nicht. Wenn von euch jemand in der letzten Zeit irgendwann mal eine TTI irgendwie gekauft hat, einfach mal mit dem Magneten prüfen, ob Hammer und die ganzen Teile magnetisch sind und eben aus Stahl sind. Dann gegebenenfalls eventuell mal Rücksprache unten in den Kommentaren geben. Also super, mega, komplett einmal überarbeitet, alle Bauteile aus Stahl, das freut mich. So, und jetzt schiebe ich da direkt gleich nochmal einen kleinen Punkt hinterher, der mir auch aufgefallen ist. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass bei der alten Version der Hammer relativ viel Spiel im System hinten drin hatte oder halt auf diesen Zapfen hatte. So, und dieser neue Stahlhammer, schaut mal, der hat da auf dem Zapfen 0 Spiel. Also der läuft butterweich, hat aber absolut kein Spiel. Also ja, wie soll ich sagen, vielleicht eine Toleranz von 0,02, 0,05 oder so.
Also das ist wirklich super. Und ebenfalls, was mir auch noch aufgefallen ist, gerade bei der Montage, auch der Sear ist, glaube ich, jetzt ein bisschen anders konstruiert in Bezug auf Befestigung. Bedeutet, ich meine, bei der alten Version war da so ein Zinkzapfen. Das ist jetzt aber nicht der Fall, sondern das ist hier einfach so eine Stahlhülse oder so eine Stahlwelle. Und die Stahlwelle wird letztendlich einmal hier unten mit dem Frame verbunden. Also ich meine, auch das wurde von der Konstruktion noch ein bisschen überarbeitet oder verbessert. Wie gesagt, ich glaube, der war früher nur auf dem Zink, ja, auf so einer Zinkwelle einmal arretiert. Jetzt läuft das Ganze eben einmal auf Stahl. Und abschließend kommen wir noch einmal zum Thema Lauf- und Hop-Up-System. Und hier hat sich auch ein kleines bisschen was getan. Zunächst mal der Lauf ist natürlich weiterhin ein Standard-GBB-Lauf. Länge sind 113 mm, also Standard-High-Kappa-Länge letztendlich. Und das Ganze aber bereits mit einem 603er Innendurchmesser. Und im vorderen Bereich eine wunderschöne Krone. Also wenn ihr euch das mal anschaut, nicht einfach nur straight 90 Grad gecuttet und ein kleines bisschen entgradet, sondern auch im vorderen Bereich eine schöne langgezogene Phase bzw. eine schöne lange Krone. Also der Lauf ist hervorragend, da können wir gar nicht schimpfen, den könnt ihr auch problemlos drin lassen. Die Hop-Up-Kammer selbst ist, glaube ich zumindest, auch überarbeitet worden, das kann ich euch aber nicht genau sagen. Also sie schaut ein kleines bisschen anders aus wie bei meiner letztendlich oder wie bei der Original oder wie bei der alten Version. Ob sie jetzt einfach nur nicht beschichtet wurde oder ob gegebenenfalls sich ja auch von den Maßen ein kleines bisschen was geändert hat, das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe die jetzt nicht komplett einmal rausgemessen. So, der Tensioner selbst ist dann auch weiterhin wieder aus Edelstahl, so ein kleiner Edelstahl-Tensioner letztendlich. Und auch dieser hat im seitlichen Bereich, wo habe ich was zum Zeigen? Nehmen wir schon das Skalpell. Hat hier einmal an der Fläche, wie auch auf der gegenüberliegenden Seite, an der Schräge oben, wurde der hier so ein kleines bisschen eingedrückt letztendlich, um einfach das Blech noch ein kleines bisschen stabiler zu machen, damit sich das Ganze eben nicht so schnell verbiegen kann. So, und dann eben wie vorhin schon mal kurz angesprochen, Thema Hop-Up. Hier verbaut jetzt Begadi bereits ihr eigenes Bucking. Das ist das GBB 5 in 50 Shore. Und wie vorhin aber auch schon angesprochen, das funktioniert tadellos. Allerdings null mit leichten BBs. Zumindest bei mir hat das mit leichten BBs nicht so gut funktioniert, denn die BBs wurden fast alle einmal überhoppt, zumindest 0,2 Gramm. So, und dementsprechend gehe ich aber auch heute davon aus, dass Begadi das Ding oder diese Serie von diesen neuen Army-Kniften eher auf schwere BBs einmal ausgelegt hat. Denn hier ein kleines Beispiel, wenn wir jetzt das Ganze einmal zusammenschrauben, so, und dann von hinten mal reinschauen und im oberen Bereich einmal den Patch uns anschauen. Wir sind jetzt in Nullstellung, bedeutet, hier seht ihr auf der Seite, Hop ist komplett einmal auf 0 eingestellt. Und komplett ohne Hop konnte ich keine 0,2 Gramm BBs einmal verwenden. Bedeutet, die sind mir komplett nach oben weggezwiebelt, einen kompletten Overhop einmal drin. Erst mit 0,25 Gramm war es dann schon besser und im besten Fall 0,28 Gramm haben dann schon sehr gut funktioniert. Natürlich muss man auch hier wieder sagen, natürlich das Bucking muss noch eingeschossen werden. Wie gesagt, das sind jetzt, wenn es hochkommt, vielleicht 3, 4 Magazine durch mit unterschiedlichen Grammaturen. Ihr seht, der Patch sieht noch aus wie neu oder niegelnagelneu. Dementsprechend natürlich, das Bucking wird ein bisschen an Aggressivität verlieren. Aber dennoch, wie gesagt, nicht wundern, out of the box, wenn jetzt die 0,25 von mir aus sogar bei Nullstellung ein bisschen nach oben wegzwiebeln. Wie gesagt, das legt sich und wenn ihr euch ganz sicher sein wollt, gerade wenn das Bucking neu ist, verwendet ihr im besten Fall 0,28 Gramm. Denn wie gesagt, leichtere BBs haben damit leider nicht funktioniert. So, ansonsten der Druckaufbau ist sehr, sehr schön. Das könnt ihr auch einmal sehen, wenn wir es ein bisschen gerade halten. Der Patch fährt kerzengerade einmal nach unten, also nicht irgendwie über den Tensioner quasi ein bisschen schräg irgendwie im Winkel, dass die BBs nach links oder nach rechts wegzwiebeln. Das ist nicht der Fall. Also hier von der Zentrierung, von der Ausrichtung, von der Flugbahn richtig schön sauber, kerzengerade, wie sich das einmal gehört. So, wie gesagt, Hop-Up definitiv nicht für leichte Gravaturen ausgelegt. Kann man jetzt sehen, wie man will. Daher ich meistens 0,25 oder 0,28 Gramm in den Backups verwende. Für mich kein Problem. Für diejenigen, die einfach leichtere BBs verwenden möchten, unbedingt entweder das Bucking richtig einschießen, damit sich der Patch ein bisschen abnutzt und eben weniger Reibung einmal generiert, oder gegebenenfalls halt dann irgendwie ein Maple Leaf Bucking rein.
ein sehr, sehr weiches, damit ihr einfach auch 0,2 Gramm einmal verwenden könnt. Aber wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen, ist natürlich zu Standard GBB-Buckings einmal problemlos kompatibel. Okay Leute, und dann lasst uns ebenfalls noch ganz kurz über das Auslassventil sprechen, was jetzt hier einmal in der neuen TTI drin verbaut ist. Denn auch hier verbaut Bugatti letztendlich wieder ihr eigenes Ventil, wie damals schon einmal bei der WE-Serie und bei KJW meine ich auch. Bedeutet auch hier jetzt nicht einfach ein Standardventil drin, wie man es kennt, aus Messing oder sowas, sondern hier ein komplett CNC gefertigtes Edelstahlventil drin. So, und auch bei den anderen Backups, die ich von Bugatti erhalten habe, ist ebenfalls bereits ein Edelstahlventil drin verbaut. Letztendlich nur mit unterschiedlichen Längen. Bedeutet, hier seht ihr auf dem Tisch, das ist an sich von der Länge letztendlich ein Standard High Kappa bzw. 1911er Ventil. Also mit langem Schlagbolzen hinten raus, sage ich mal. So, letztendlich wichtig eben, das Ganze aus Edelstahl gefertigt, der gesamte Korpus hier also nicht aus Alu, nicht aus Messing, sondern hier das Ganze aus Edelstahl und ebenfalls der gesamte innere Aufbau, der Schlagbolzen hinten und auch diese Führungsstange oder die Abdichtung hinten halt, das ebenfalls einmal komplett aus Edelstahl gefertigt. Was ich jetzt leider nicht machen kann, ich kann euch das Ventil leider nicht demontieren, denn das Ganze ist miteinander verpresst und nicht verschraubt. Ich gehe aber davon aus, dass Bugatti hier auch wie bei WE damals auch innenliegend quasi wieder einen kleinen O-Ring einmal installiert im Vergleich zu Standardventilen und entsprechend dichtet das Ventil ein bisschen besser ab, wenn letztendlich der Schlag vom Firing Pin da hinten einmal drauf kommt. Ansonsten vom Gasfluss her ist es optimal eingestellt, bedeutet wir bekommen sehr viel Gas aus dem Ventil raus, um eben die Nozzle schnell genug zu fluten oder zu befüllen, gleichzeitig aber nicht zu viel, um Gas zu verschwenden, zum Beispiel aufgrund der Lauflänge oder sowas. Bedeutet auch hier ist die Effizienz im Vergleich zu Standardventilen wieder sehr, sehr gut. Bugatti schreibt jetzt bei sich im Shop drin bis zu 80 Schuss. Da habe ich sogar mit dem Nimrod Red ein kleines bisschen mehr rausbekommen. Also da konnte ich so um die 85 bis 87 Schuss einmal abgeben, bei jeweils einer Sekunde Pause pro Schuss. Natürlich, wenn man sehr, sehr schnell triggert, fällt die Gaseffizienz natürlich ab, dann bekommt man weniger raus. Wenn ihr langsam triggert, bekommt ihr natürlich mehr raus. Bedeutet, wenn ihr jetzt mal 5 Schuss oder 6 Schuss abgebt und dann das Ding wieder ins Holster reinpackt, dann könnt ihr sogar noch mehr Schuss rausbekommen. Aber hier von der Gaseffizienz wirklich super, können wir überhaupt nicht schimpfen. Die Abdichtung ist hervorragend und auch sind das Ganze wieder kälteresistente O-Ringe. Bedeutet, die sind halt aus irgendeinem besonderen Gummimaterial. Und was es genau ist, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, Bugatti schreibt hier kälteresistent. Da kennt ihr zum Beispiel auch von G&G gibt es ja auch diese Cold Resistant Hopper Buckings für GBB. Das ist halt irgendwie eine andere Gummizusammensetzung oder irgendwie halt ein anderes Material, was eben etwas kälteresistenter ist im Vergleich zu herkömmlichen O-Ringen. Und eben auch von der Fertigung hervorragend. Ihr habt es vielleicht vorhin schon gesehen, es läuft wirklich butterweich. Also gerade wenn man es mal mit Standardventilen vergleicht aus Messing, die gerne mal ein bisschen reiben und teilweise mal ein kleines bisschen haken. Das Ding läuft richtig, richtig schön leichtgängig und sauber. Also auch hier, wie gesagt, wieder so ein Edelstahlventil direkt out of the box mit drin verbaut. Und wenn man es einfach mal wieder vergleicht, zum Beispiel Garde High-Flow Edelstahlventil, da zahlt er halt, keine Ahnung, was kosten die aktuell? Um die 18 bis 20 Euro ungefähr, wenn ihr so ein Ventil haben wollt. Und hier habt ihr eben ein schönes Edelstahlventil direkt out of the box, direkt drin verbaut. Finde ich einfach klasse, werde ich heute im Video auch einen Pluspunkt dafür geben. Gut Leute, das soll es für heute schon gewesen sein. Wie gesagt, nur so ein kleines Update-Video eben zu der neuen Version. Wenn ihr da mehr Details braucht oder sowas, könnt ihr euch gerne das alte Review einmal anschauen, denn da habe ich euch alles wirklich im Detail schon erklärt und gezeigt. Brauche ich mich nicht nochmal wiederholen. So, dementsprechend möchte ich aber auch mein Fazit jetzt einmal aktualisieren und dieses eben auch updaten zu dieser neuen Version bzw. neuen Generation. So, da beginnen wir zunächst beim ersten Pluspunkt, was mir ganz besonders gut gefällt, dass eben Army jetzt auch bei der TTI nochmal die Markings überarbeitet hat und eben vom Schützen aus rechts jetzt eben auch das STI-Logo und dieser 2011er Schriftzug ebenfalls vorhanden ist. Das hat mich damals ein kleines bisschen gestört, fand ich ein kleines bisschen schade. WE hat es sauber umgesetzt. Army hatte diese beiden Markierungen oder diese beiden Laserungen leider vergessen oder nicht umgesetzt. Jetzt bei der neuen Version eben alle Markings wirklich vollständig und finde ich gut, gebe ich einen Pluspunkt.
So, der nächste Pluspunkt auf der Liste ist natürlich auch wieder dieses handgearbeitete Stippling. Habe ich euch ganz am Anfang schon gesagt, beim Allgemeinen. Es ist einfach einzigartig. Also mir ist keine andere Backup bekannt oder kein anderer Hersteller bekannt, der wirklich bei jeder Pistole per Hand hier ein Stippling einmal aufbringt auf dem Griffstück. Und das ist einfach mega. Es fühlt sich unheimlich geil an. Es ist sauber gestippelt. Es ist nicht irgendwo mal verdrückt oder verbrannt oder sowas. Richtig sauber, richtig geil, liegt sauber in der Hand, schön rutschfest. Stippling gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt sind natürlich die kompletten Internals jetzt, wo wir noch bei der alten Version einen Neutralpunkt hatten. Günstige Zink-Internals drin, können wir heute einen Pluspunkt geben, denn natürlich komplett alles innen drin aktualisiert und aus Stahl gefertigt. Der Hammer, der Disconnector, der Trigger Sear, der Locker, der Firing Pin, alles komplett, jedes einzelne Bauteil aus Stahl und das finde ich einfach geil. Bedeutet geringer Aufpreis, aber von den Internals nochmal deutlich verbessert. Und auch die Nozzle eben nicht mehr, ich glaube die alte war noch aus ABS, jetzt eben aus Polyamid-Kunststoff, nochmal ein robusterer Kunststoff gewählt. Ob das jetzt blau ist oder schwarz ist, ist relativ wurscht. Aber hier einfach von den Internals nochmal komplett überarbeitet und es läuft einfach hervorragend. Auch der Pistenhead jetzt mit Ventilation, CNC gefertigt. Jetzt ist ein weicher O-Ring drin und der hat bei mir super performt, selbst mit dem Red Gas. Wenn es halt doch mal zu viel Druck gibt, könnt ihr immer mal noch den härteren reinbauen. Wie gesagt, Begade legt einen bei. Finde ich einfach klasse. Also gesamte Internals gebe ich einen Pluspunkt. So, der nächste Pluspunkt gebe ich auf das Thema Hop-Up-Kombination oder Hop-Up-System. Da müssen wir ein bisschen differenzieren. Da gebe ich jetzt erstmal einen Pluspunkt, denn das Ding läuft mit 0,25, 0,28 oder sogar 0,3 Gramm BBs. Wirklich super, das Hop-Up-System. Für leichtere BBs aber nicht. Also wollt ihr jetzt unbedingt mit Ach und Krach da 0,2er reinpacken in ihr Backup, dann wird euch das mit diesem Hop-Up-System leider nicht funktionieren. Bedeutet, auch hier hat vermutlich Begadi das System einfach wieder ausgelegt für etwas schwere BBs und dementsprechend halt ihr eigenes Bucking einmal verbaut. Wie gesagt, Minimum würde ich sagen 0,25, im besten Fall verwendet er 0,28 Gramm BBs. Und da ist die Flugbahn einfach hervorragend. Und abgerundet wird das Ganze jetzt eben noch mit dem Tuninglauf, Standard GBB-Lauf, 113 mm mit 6,03 mm Innendurchmesser. Ja, was wollen wir denn mehr? Gut, ein Edelstahllauf könnte es noch sein. Aber das ist super. Wie gesagt, Hop-Up-System gebe ich definitiv so mal einen Pluspunkt. So, der nächste Pluspunkt ist der Lieferumfang. Auch dieser ist unheimlich schön und abgerundet. Bedeutet, ihr habt jetzt nicht einfach nur die Backup drin liegen und ein Magazin, dann irgendwie vielleicht noch eine Anleitung dazu, sondern es kommt einfach in einem schönen Pistolenkoffer, innen drin schön mit Schaumstoff, alles ausgeformt. Die Pistole liegt schön drin, das Magazin liegt schön drin und zusätzlich sogar noch so ein paar Ersatzteile, die man immer mal gebrauchen kann. So eine Art Wartungsset oder Wartungskit. Magazinboden ist dabei, Magazinlippe, Follower, Einfüllventile sind 2 Stück dabei, Bodendichtung fürs Magazin ist dabei, der Adapter vorne, Gewindeadapter 12 mm CCW auf 14 CCW ist dabei und das Ganze für 199 €, also gerade mal auch mit der aktuellen Wirtschaftslage und mit der Inflation, gerade mal 40 € teurer für das, was man jetzt an Mehrwert bekommt, das finde ich einfach klasse. Also auch Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich abschließend einen Pluspunkt geben. Da bekommt man einfach eine wunderschöne Lizenz-Backup, TTI Combat Master, Stahlteile, super Internals drin, Edelstahlventil drin, verbaut, schöner Lieferumfang. Das passt soweit, würde ich sagen. Dementsprechend auch Preis-Leistungs-Verhältnis gebe ich einen Pluspunkt. Ich habe heute letztendlich nur einen einzigen Neutralpunkt, der mir leider nicht so gut gefällt und was vielleicht Army noch hätte besser machen können. Ich weiß, es ist wahrscheinlich wieder Meckern auf einem hohen Niveau, aber ich habe es euch gezeigt, der Outer bzw. die Schraube vom Korn innen drin, die steht minimal, vielleicht um 0,1 ein kleines bisschen raus. So, und jedes Mal, wenn natürlich jetzt hier der Schlitten oder der Verschluss nach hinten fährt, dann wird natürlich der Outer ausgehaken. Dadurch wird der Outer ein bisschen wackeliger, wie wenn er natürlich geschlossen ist. So, dadurch reibt aber der Outer oben ein bisschen an dem Schraubenkopf und dann bekommt ihr umgehend nach den ersten 1 bis 2 Magazinen, bekommt ihr genau da, wo der Schraubenkopf innen drin ist, hier einen ganz kleinen Kratzer rein. So, das ist, wie gesagt, das ist die letzte Nuance, was hätte noch besser gemacht werden können. Dementsprechend, ich habe jetzt hier bei der Version einfach innen ein schwarzes ISO-Band über den Schraubenkopf drüber geklebt, damit hier einfach nicht die Stahlschraube auf dieser Eloxalschicht einmal entlang schraubt.
Wie gesagt, wenn ihr das Modell neu bekommt und ihr wollt es vermeiden, dass halt da ein Kratzer reinkommt, dann könnt ihr das auch machen. Wenn es euch wurscht ist, weil es ein Spielgerät ist, dann könnt ihr auch darauf verzichten letztendlich. So, das soll es gewesen sein. Wollt ihr jetzt noch irgendwas ergänzen zu diesem Review? Habt ihr weitere Fragen oder habe ich irgendwas vergessen anzusprechen? Dann wisst ihr Bescheid, jederzeit einmal Kommentarfeld unten nutzen. Hat es euch gefallen, einmal Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich wie immer mega drüber freuen. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.